Hallo zusammen. Hi. Willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Heute werden wir ein Loch bohren. Wie ihr seht, wir werden diesen Max-Fan einbauen. Den Link verlinken wir euch unten. Dazu ist alles mit dabei. Also ist ein Rahmen dabei, Schrauben, Bedienungsanleitung, ja, der Fan. Auf den gehen wir nachher ein bisschen noch mehr ein. Das Einzige, was wir im Vorfeld gemacht haben, ist eigentlich so einen Rahmen zu bauen, damit man den von unten befestigen kann, und dann wird quasi diese Platte, wo der Fan dann drauf ist, hier damit verbunden und durch die Karosserie in das Holz und entsprechend dann mit Decasyl abgedichtet, und dann hoffen wir mal, dass alles dicht ist. Ja, Im Idealfall. Das findet man ja erst später raus. Genau. Das ist mal das erste Projekt, das wir uns heute vorgenommen haben. Das zweite ist, hier noch ein zweites Loch zu bohren, um das Fenster einzufassen, aber dazu später. Ja, das wird noch eine längere Story vermutlich. Genau. Auch für das haben wir eigentlich einen Rahmen gebaut. Mal schauen, ob wir den benutzen werden oder nicht. Ja, jetzt legen wir mal los und gehen mal aufs Dach rauf. Als allererstes werde ich jetzt ein Loch bohren, damit wir etwa die Mitte ausrichten können. Und dann können wir auch von unten abmessen, wo das Holz hin muss, und mal schauen, ob das passt. Fürs Bohren hier so eine kleine Box befestigt. Die fängt einfach direkt unter dem Loch die Metallspäne auf. Nachher, wenn wir dann das Loch sägen, werden wir natürlich etwas Größeres hinhängen, befestigen. Naja, mal schauen, wie das dann klappt. Auf jeden Fall, damit es das auffängt und das dann nicht irgendwo herumliegt oder im schlimmsten Fall sogar noch irgendwo anfängt zu rosten. Roberta hat ja jetzt hier das Loch ausgesägt in unserem Dach, und damit diese Kanten hier nicht anfangen zu rosten, müssen wir die lackieren. Das machen wir mit dem Pinsel, und wie jede Lackdose muss man die zuerst lange schütteln. Jetzt werden wir den Rahmen, den wir bereits vorhin schon gemacht hatten, mit Sikaflex beschmieren und dann an die Decke raufkleben. Wir haben jetzt alles verschraubt oben, und jetzt schließen wir das mal an. Ich habe es vorher schon versucht, leider mit dem falschen Kabel. Und
Funktioniert. Das Coole an dem Max-Fan, es hat hier einen Thermostat. Es erkennt die Temperatur von drinnen. Also zurzeit haben wir hier drin 28 Grad. Und wir haben hier eine Temperatur von 26 Grad gesetzt. Das heißt, er wird so lange kühlen, bis die diese Temperaturvorgabe erfüllt. Und dann wird er sich an- und abstellen, ganz automatisch. Man kann den auch laufen lassen, wenn es regnet. War nicht ganz günstig, aber ich glaube, das Teil lohnt sich wirklich. Für den ganzen Umbau jetzt mit dem Schneiden des Daches, Dem Einkaufen eines richtigen Sägeblatts. genau, und mit dem Montieren, Fixieren, mit Sikaflex, mit allem drum und dran haben wir jetzt etwa knapp 4 Stunden gebraucht. Wir mussten noch Sägeblätter kaufen gehen für die Säge und wir hoffen jetzt nur noch, dass es eigentlich dicht ist. Es soll heute Nacht regnen, glaube ich, kurz. Also werden wir morgen sehen, ob wir hier ein Schwimmbad haben oder nicht. Weiter geht's heute. Nachdem wir gestern den Max-Fan eingebaut haben, werden wir heute das Fenster hier hinten einbauen, da aber noch nicht isoliert ist. Und Jessie hat schon bereits das Fenster bereit gemacht. Also das hier ist ja dann unser Fenster. Wir haben jetzt hier rundherum die Dichtung schon mal eingesetzt. Dann werden wir wohl wieder ein Loch sägen müssen. Möglichst genau. Eine Kleinigkeit vielleicht noch. Wir haben ja gesehen, hier diese Querstreben, diese Hochkantstreben. Eine muss weg, also die wird auch noch weggeflext. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Hallo! Ja, wir haben jetzt Angst, den ersten Schnitt zu machen, also den ersten Säger, keine Ahnung. Wir haben das erste Loch gebohrt, damit wir ungefähr abschätzen können, wie weit links oder rechts wir sein sollen, weil von oben aus können wir es abmessen. Aber ja, ich glaube, wir können es nicht weiter hinauszögern. Und das Schlimme am Ganzen, da wir beide nicht so groß sind, stehen wir hier auf eine Europalette oder auf 2 Europaletten. 2 Euro Paletten. Damit wir einigermaßen hier raufkommen. Und ich stelle mir gerade so vor, wie ich da um die Ecke soll. Ich glaube, wir brauchen noch eine dritte. Ja. Ich schau mal, ob wir noch eine finden. Da kannst du ja schon mal anfangen. Wir holen eine. Das Loch ist mal da. Ob das Fenster reinpasst, das werden wir jetzt gleich sehen. Der Fensterrahmen klebt. Wir haben den jetzt hier eingespannt, mit Sikaflex geklebt. Und wir hoffen, dass der hält. Und dann setzen wir von draußen das Fenster ein und hoffen, dass es nach wie vor passt. So wie man an meinen Händen sieht, war das Einpassen des Fensters eine ziemliche Sauerei. Wir hatten ziemlich Mühe mit der Dichtung noch, weil wir hatten ja erst den Rahmen angeklebt, dann wollten wir das Fenster hingeben, aber das Fenster hat dann den Rahmen wieder rausgedrückt. Und dadurch hat halt auch die Dichtung im Rahmen nicht gepasst und naja, also war eine rechte Sauerei, aber es passt. Damit sind wir nun fertig mit dem Einbau des Seitenfensters und auch des Max-Fan und ich würde sagen, soweit sind wir richtig zufrieden. Wir haben nämlich auch schon mal testen können, in den letzten Tagen hat es ein bisschen geregnet und es ist alles trocken drinnen. Ja, wir haben kein Schwimmbad vorgefunden. Wer hätte das gedacht? Ja, somit sind wir eigentlich mit diesen 2 Sachen fertig. Schreibt doch in den Kommentaren, was für euch das Schwierigste war, Seitenfenster oder Dachfenster einzubauen. Und ja, vielleicht habt ihr es genau gleich gemacht wie wir. Vielleicht habt ihr es besser gemacht. Ja. Schreibt es auf jeden Fall unten hin. Ja. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, werden wir uns sehr freuen.
falls ihr uns noch nicht abonniert habt, das ist die Gelegenheit. Und ja, damit sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Ja. Bis Also, dann! bis dann. Tschüss. Vorher ist uns beim Sägen von der Strebe hier ein Teil abgeflogen und irgendwo hier im Bus gelandet. Also, Safety first.